Einsteigen ins Wirken als Pfarrerin. Sabine Schütz bei den letzten Vorbereitungen für den Gottesdienst. Heute darf sie in Gachnang die Predigt halten. Ihr zur Seite steht im Vikariatsjahr Pfarrer Hermann. Mit seiner Unterstützung tastet sich Sabine Schütz an Hausbesuche, Seelsorge und eben an Gottesdienste heran. Wie groß ist die Aufregung jetzt? Ich bin nervös, ich bin konzentriert. Ich möchte meine Sache gut machen. Vorher war Sabine Schütz PR-Frau. Doch dann, mit Anfang 50, stieß sie auf die Kurzausbildung für Pfarrer. Zufällig. Ich saß im Flugzeug auf dem Weg zu meinem Kunden von Zürich nach Wien und lese einen Artikel auf der Karriereleiter dem Himmel entgegen. Und da wurde eine Frau ausgefragt, eine Managerin, etwa in meinem Alter, die beschließt, Pfarrerin zu werden. Und ich habe das gelesen und auf einmal war das wie ein Mosaik, das sich zusammensetzte und ich hatte ein klares Bild, dass das etwas für mich sein könnte. Tatsächlich, es braucht neue Leute. 1719 reformierte Pfarrerinnen und Pfarrer gibt's in der Deutschschweiz. Etwa 2/3 von ihnen werden in den nächsten Jahren pensioniert. Heißt, ab 2020 fehlen Pfarrpersonen. Auch Religionsunterricht gehört zum Vikariat. Ich möchte gerne mit euch dieses Wort Nächstenliebe noch einmal genau anschauen. Und dazu habe ich euch hier diese Flipchart mitgebracht und habe euch das noch mal aufgeschrieben. Nach 3 Jahren Studium inklusive Hebräisch und Griechisch ist Sabine Schütz nun also plötzlich auch Lehrerin. Ich bin ins kalte Wasser gesprungen. Natürlich haben wir ein paar theoretische Tricks und Methoden an die Hand bekommen, aber am Schluss muss man es einfach machen. Learning by doing. Einfach starten und schauen, was passiert. Und die Erfahrung als PR-Frau helfe beim Unterrichten. Auch hier gehe es um die Frage, wie die Botschaft ihre Zielgruppe am besten erreicht. Die Kinder schätzen die neue Lehrerin. Wie ist sie? Nett aufgestellt. Wird nicht sauer, wenn ich und der Kim vielleicht mal ein bisschen blöd sind. Ja, die letzte war ein bisschen strenger und sie ist jetzt überhaupt nicht streng. Er hat die Ausbildung für Quereinsteiger ins Leben gerufen, Thomas Schaufelberger. Er rekrutiert die Interessenten nach strengen Regeln und sortiert auch aus. Ein Master ist Pflicht. Um den Stoff in der verkürzten Zeit 3 statt 5 Jahre durchzubringen, wurde die Ausbildung neu konzipiert. Und das hat dann dazu geführt, dass wir wirklich mit gutem Gewissen auch sagen können, es ist tatsächlich keine Schnellbleiche. Es braucht relativ viel Aufwand für jemanden, um das zu machen. Es braucht ein echtes Engagement, man muss richtig einsteigen. Und man kommt nachher raus mit der gleichen Ausbildung wie alle anderen. Zurück in der Kirche von Gachnang. Sabine Schütz, großer Moment, die Predigt. ja, als Christin will ich meinem Kind das weitergeben, was mich im Leben trägt. Dass wir unser Leben nicht allein in unserer Hand haben. Geschafft, die Anspannung fällt ab. Jetzt darf Sabine Schütz die Früchte ihrer Arbeit ernten. Also mich berührt es schon, wenn die Leute mir sagen, dass es ihnen gefallen oder sehr gut gefallen hat. Und wirklich, ich spüre, dass das echt ist. Debriefing im Pfarrhaus. Pfarrer Christian Hermann gibt Feedback. Er ist zufrieden mit seinem Schützling. Die Botschaft hat mir sehr gut gefallen. Ich bin irgendwo Aber das verkürzte Studium spüre man schon. Die Verwurzelung in der Theologie, die Vertiefung von der Theologie, die fehlt noch ein bisschen. Und das spürt man. Aber da kann sie sehr viel aufholen, indem sie sich weiterbildet und sehr viel auch nachher noch liest und die Sachen vertieft. Zulegen kann sie auch beim Predigen, beim freien Reden, findet sie selbst. Was mir nicht so gut geglückt ist, ist einfach die Gestik. Die fand ich so ein bisschen zu wenig. Das war noch ein bisschen steif. Also, jetzt trinken wir einen Schnaps. Gerne. Es gibt also noch einiges zu lernen für Gottes Quereinsteigerin. Aber die Richtung stimmt. Auf dem Weg zum zweiten Traumberuf. Gottes Segen für die Zukunft und dass du gute Pfarrerin wirst.